So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute gehe ich nochmal auf das Vita 3D Programm ein, mit dem ihr 3D-Modelle erstellen und animieren könnt. Zu den E-Mails kann ich nur sagen, ich werde die nach wie vor nicht beantworten. Ich habe mir ein paar durchgelesen und aufgrund dessen mache ich jetzt mal ein kleines Update-Video. Mir ist es prinzipiell lieber, wenn ihr das bei Facebook oder auf der Homepage kommentiert, wo ich auch was davon habe. Da gibt es dann auch eine Antwort. Bei E-Mails habe ich nichts, zählt in keiner Statistik. Von daher gesehen beantworte ich das auch nicht. Ich habe schon Schwierigkeiten, teilweise hier Likes zu kriegen für die Produktion, die ich mache. Von Spenden oder sowas will ich noch gar nicht reden. Im ersten Teil habe ich das mit einer ruhigen Figur gemacht, mit 3 verschiedenen Figuren. Das Textur, das war teilweise ein bisschen unscharf und ein bisschen fault. Das lag wahrscheinlich am Safari. Wir machen es also dieses Mal mit Chrome. Und wir werden eine actiongeladene Animation machen. Das heißt, wir machen einen Schwertkampf. Ich habe da japanische Schwertkampftechnik, Aikido, rausgesucht. Da habe ich einen schönen Abspann von einem Trainer gefunden, den ich dafür hernehmen werde. Da geht es ja auch nur um die Bewegung. Und eine Actionfigur, wo wir das Ganze dann drauflegen, die eigentlich auch vom Style her dann passen müsste. Was ich jetzt nicht machen werde, ich werde nicht die Prozentzahlen durchlaufen lassen beim Konvertieren. Das wurde ja auch gewünscht, werde ich nicht machen, garantiert nicht, weil es ist dumpf. Da kann hier oben 5 Minuten Video und hier oben läuft der Balken durch und zählt nach oben. Nein, das schneide ich raus, eiskalt. Bleibe ich dabei, damit müsst ihr leben. Wir werden alle Schritte nochmal durchgehen, modellieren, Texturen. Also wir erstellen unser 3D-Bild aus einem normalen Bild. Dann Textur, wir legen das Aussehen drüber, die Farben, Gesicht und so weiter. Wir werden die Knochen zuweisen. Wir werden die Animation und wir werden einen Motion capturen. Und dann werden wir das Ganze nochmal anschauen, wie das im fertigen Zustand aussieht. Ne? Mit einem Video, was wir uns dann ausgeben. Vom Prinzip ist eigentlich mal so ganz einfach. Das könnt ihr auch im ersten Teil vom Video nochmal entnehmen. Verlinke ich euch nochmal oben. Und wir nehmen hier einfach mal den hier. So, haben wir einen schönen Kämpfer, der schaut so ein bisschen japanisch aus, passt zum Schwerkampf japanisch, aber nicht so wirklich, aber ungefähr. Dann erzeugen wir das Ganze mal. Wir erstellen jetzt aus diesem Bild oder einen Charakter, den ihr einfach aus dem Internet runterladen könnt, irgendein Bild, eine Hero-Figur, Pikachu, könnt ihr irgendwann hernehmen. Das lasst ihr jetzt erst einmal zu einem 3D-Bild wandeln. Und das ist ja schon, also 30-41%. Jetzt am Anfang habe ich natürlich noch Stoff, da kann ich noch reden. Später wird ein bisschen mehr geschnitten. Das dauert dann auch teilweise ein bisschen länger. Und dann können wir uns unsere Figur im 3D anschauen. Gut, wir sehen hier auf der rechten Seite, ist unser Bild jetzt fertig und es ist vollendet. Es steht hier auch in grün und der lila Button ist unser Laden. Damit laden wir das Projekt jetzt in den Speicher. Damit wollen wir arbeiten. So, dann bekommen wir jetzt auch unsere Figur in 3D angezeigt. Oder auch nicht. So, finde ich jetzt irgendwie wieder nicht so witzig. Nochmal laden. Das sagt vollendet, aber ich sehe nichts. Gut, wir schalten nochmal um auf Safari, vielleicht geht es da besser. Gut, ich habe mal rüber geswitcht zu Safari und Safari lädt das. Also haben wir schon mal das Problem, dass es mit Chrome schon mal irgendwie gar nicht so richtig möchte, aber ist okay. Benutzt, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, einfach einen anderen Browser, so wie ich das jetzt gemacht habe. Wie gesagt, hier habe ich jetzt wieder Safari geladen und hier habe ich auch meine Figur. Wir zoomen die ganze mal ein bisschen ran. Wollen ein bisschen mehr anschauen. Wie du siehst, ist der natürlich jetzt halt, ohne Farbe, ohne alles. Es ist einfach eine 3D-Figur. 3D beinhaltet ein Grundmodell, keine Farben oder sonst irgendwas. Das beinhaltet nur die Struktur der Figur. Um das ganz einfach zu sagen. So, Texturs. Das ist vom Prinzip mal genauso easy. Und zwar laden wir auch wieder entsprechend ein Foto hoch. Wir können jetzt natürlich da auch andere Fotos hochladen. Wir könnten jetzt natürlich hier so ein Dragon Design mal hochladen. Oder wir laden jetzt nochmal dasselbe Foto hoch. Nochmal hochladen. Wenn wir mal Zeit haben, machen wir mal anderes Textur drüber. Dann könnt ihr euch dann ein Bild von machen, wie das aussieht.
Wir sagen wieder Generate. Generate ist dann immer das Auslösen, dass das auch getan wird. Und jetzt seht ihr auch schon, hier fängt wieder an zu arbeiten. Da machen wir wieder kurz Pause. Gut, das Laden der Textur ist durch. Wir laden wieder unser Objekt rein und sind mal gespannt, wie das jetzt wohl ausschaut. Dauert einen kleinen Moment. So, da haben wir unseren Fighter. Der schaut doch mal so auf den ersten Blick ganz gut aus. Interessant, jetzt aber erst ein bisschen reinzoomen. Da hatten wir beim Fritz Scheuerstein im letzten Video natürlich das Problem mit dem Gesicht. Das war ein bisschen eingefallen, eingedrückt, als wenn er von Barney eins auf die Nuss gekriegt hätte. Ist aber auch so, ja, war mir aufgefallen, aber gut. Kann auch an der Figur gelegen haben. So, diese Konvertierung ist um einiges anders. Schaut mal ganz gut aus. Von den Farben würde ich sagen, ja, ein bisschen eigenartig gewählt. Ob der Umhang jetzt original hinten weiß war, ja, ist er. Sieht man hier oben auf dem Foto. Der Umhang, der Hintergrund ist wohl weiß. Das passt. Schaut ein bisschen cartoonmäßig aus. Aber wie gesagt, da habt ihr dann die Möglichkeit, das natürlich im High-Modus übersetzen zu lassen, also in der Auflösung noch ein bisschen hochzugehen, dass ihr da einfach bessere Qualität kriegt. Wir zoomen mal wieder ein bisschen zurück, dass wir den Burschen ganz sehen, dass der Bildschirm nicht so leer ist. Jetzt brauchen wir wieder unsere Knochen. Wir müssen also zuweisen, wie wir das bewegen. Wir können Generated machen, wenn wir jetzt irgendein Fantasie-Viech haben. Zum Beispiel einen Velociraptor aus Jurassic Park. Da könnten wir keinen Humanoiden drüber legen, weil mit dem dicken Hinterbein und dem komischen kurzen Griffeln vorne, was die Hände sind, würde das wahrscheinlich etwas komisch beim Bewegen rüberkommen. Und das wäre dann allerdings unter Generik zu konfigurieren. Wir machen Humanoid, weil das ja eine menschliche Gestalt ist. Das heißt, wieder die Schulterknochen hast du hier. Du hast die Ellenbogen, das Handgelenk, die Finger und die Fingerknöchel. Dann Fußgelenk ist natürlich klar, die Ferse, die Hacke halt. Dann das Knie, Hüftknochen, ne, Hüfte. Das sind die Bewegungspunkte. Wirbelsäule, Oberkörper kann sich bewegen. Das muss man auch alles berücksichtigen. Da ist also dann schon viel zu berechnen. Wir gehen mal auf Animationen. Halt, nein. Zu schnell. Rigging. Wir müssen Auto-Rigging machen natürlich. Wir müssen natürlich das Rigging erst ausführen. Ist klar, sonst wird sich da nicht viel bewegen, weil er das ja nicht kann. So, wir schauen mal, wie lange das mit dem Rigging ungefähr dauert. 23%. Das könnte man fast aussitzen. Gehen wir mal auf einen anderen Punkt derweil ein. Gehen wir mal auf Pricing. Also ihr seht ja hier ständig immer dieses Sternchen hier mit dieser 10 dahinter. Das heißt, es ist 10 Points. Dieses Rigging kostet. Das hat 10 Points haben wir jetzt also beim Modeling gezahlt, 10 Points haben wir bei Texturis gezahlt und 10 zahlen wir jetzt beim Rigging. Hier oben hast du deine Gesamtcoins, die du zur Verfügung hast. So, das Pricing schaut hier so aus. Kostenlose Mitgliedschaft, du hast 100 Credits und dann hast du hier noch alles stehen, was du damit machen kannst. Du kannst also maximal einen Task gleichzeitig ausführen, du kannst zum Beispiel 3 Tasks gleichzeitig ausführen. Also wenn man viel braucht, dann die Videogröße, die maximale 10 Megabyte, 30 Megabyte. Das ist alles ein bisschen begrenzt. Ja. Das ist, die kostenlose ist 7 Tage, die geht 30 Tage und das hier ist 3 Monate, das ist pro. Da bist du schon bei $10 und hier bist du schon bei $48. Also das ist ja mal das Pricing dazu, du kannst es nicht komplett kostenlos nutzen, sondern du hast hier nur ein gewisses Free-Kontingent, das dir zur Verfügung steht. So, dann gehen wir nochmal zurück und gucken, was unser Future hier macht. 68%. Wir drücken die Pause-Taste. Guti, unser Rigging ist abgeschlossen. Wir laden das jetzt auch wieder. Wir müssen es immer laden, wenn wir was abgeschlossen haben. Sonst kommen wir nicht weiter. So, und da haben wir jetzt unser Mannstall. Und den zoomen wir uns wieder mal ein bisschen her. Und jetzt gucken wir mal, wie er agiert, wenn man ihn bewegen lässt. Ja, gesehen, da bricht der Stab in der Mitte schon gleich beim Aufheben von irgendetwas. Okay.
Kopf hängen lassen. Dann aufstehen, wenn er sitzt. Schaut eigentlich ganz gut aus in der Animation. Aufheben und schmeißen hatten wir schon. Dann mal von den Knien hochgehen. Wie gesagt, bei der ersten Animation ist die meist oft ein bisschen abgeschnitten. Bei der zweiten Durchlauf sieht man es dann besser. Der spielt es ja in der Schleife ab und etwas, was mir hier halt schon auffällt. Warum er das jetzt hier abwinkelt, gut, keine Ahnung. Also mal freundlich winken mit seiner Stange, mit seiner Waffe, ob das geht. Aber die Waffe ist generell, die hat er generell so dargestellt, okay, gut, vielleicht beim Übernehmen auch ein Fehler drin. Und dann lassen wir ihn einfach mal laufen. Schaut ganz gut aus. Gut, gehen wir mal weiter. Da haben wir hier unsere Animationen. Das ist vom letzten Mal, vom ersten Video, was ich gemacht habe. Die Klavierspielerin. Die anderen hier haben wir auch schon durchgeklickt. Und wir interessieren uns jetzt hier für Motion Cap. Für Mocap müssen wir ein Video hochladen. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Das ist ein Akaido-Video, Abspann von einem Dojo, was so Unterricht gibt. Und da kostet das Capture, wie du siehst, auch schon 50 Credits. Jetzt gleich noch mehr einfügen. Und wir wollen hier alles importieren und wir wollen Full Body. Jetzt sind wir gerade noch beim Uploading. Und da möchte ich jetzt ganz kurz sagen, dass Akaido-Schwertführung, die habe ich hier beim YouTube-Kanal Katana Tutorial Grundtechniken des Schwertkampfs rausgezogen. Das ist Turbo Torben, das ist ein Kanal, den möchte ich hier erwähnen, da ich das Video mit ihm und seinem Gesicht nicht weiter poste, sondern es nur für Bewegungen hernehme und ihn capture, weil ich das sehr gut finde, wie er es darstellt. Einfach mir übernommen, dann habe ich ihn einfach auch erwähnt, dass es also wirklich von seinem Video kommt, dieses Material. Und es ist ja eine sehr kurze Sequenz unter ein paar Sekunden und ja, sind wir dann auch copyright-frei. Ich hoffe, die Schwertführung von ihm ist nicht zu schnell. Wenn euch das Akaido mal interessiert, ist es ein sehr guter Kanal, ist sehr interessant. Schaut sehr edel aus. Ich habe zwar kein Schwert, aber ich gucke mir sowas immer wieder mal ganz gerne an. Also unser Mocap ist jetzt hier bei 100%. Der müsste jetzt eigentlich gleich mal weitergehen. Müsste, könnte, tut aber nicht. Gut, und er ist fertig und wir laden das mal. In der Vorschau schaut es schon mal nicht schlecht aus. So, da haben wir es geladen. Jetzt hätten wir es gerne als männlicher Darsteller, aber wir können auch ein Mädchen draus machen. Skibletch, machen wir Export. Das mit dem Export Y-Bot habe ich schon mal erklärt. X-Chromosome, Mädchen, Y-Chromosome, männlich und Skelett, Toaster. Dann schauen wir uns das mal hier an, das Video, was er jetzt da generiert hat. Schaut doch gar nicht schlecht aus. Also ich finde es gut. Hat er super geknickt, außer dieser Transform-Fehler hier mit der Waffe, dass die so geknickt ist. Aber wie er da drauf gekommen ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wenn wir uns so anschauen, selbst diese schnelle Schwertführung ist wirklich gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Render Video. Original, Rotation, Left, Right, Background, die kannst du noch eine Einstellung machen, 16:9, wir hätten es gerne Querformat wie das Original. Die Resolution, das Video, was ich hochgeladen habe, ist auch 1080, das nehmen wir auch so. Include Audio, lassen wir mal den Sound drin. So, Waiting, das wird jetzt hier ein bisschen dauern. 20%, naja, es geht doch ein bisschen fixer, aber ich mache trotzdem mal wieder die Pause-Taste rein. So, wir haben abgeschlossen. Das Video ist bereit zum Downloaden. Jetzt laden wir uns mal runter. Download läuft.
Jetzt muss ich euch ganz kurz die View wechseln, die Einstellung vom OBS. Jetzt sind wir mal kurz im Finder. Hier seht ihr, wir haben hier die Pop-Up AI, das Video, das ist runtergeladen. Das habe ich auch schon mal impackt. Und hier gibt es also das Default-Video, dann gibt es die Left-Ansicht, die Right-Side und dann gibt es die Rotation. Vom Prinzip schauen die Videos alle eigentlich gleich aus, aber wie gesagt, man müsste jetzt dann mit dem extra Programm Blender das Ganze mal laden, da noch einen Hintergrund dazu basteln und dann kann man das benutzen. Wenn du diese Videos natürlich jetzt hier weiter benutzen willst, dann solltest du natürlich, wie soll ich sagen, die Auflösung natürlich auch Maximum hochdrehen, damit du da auch wirklich eine anständige Auflösung hast. Ich werde jetzt mal kurz das Default-Video einspielen. So, das war das Default-Video, hat das mal gesehen. Und wie gesagt, die üblichen Feinheiten müsst ihr halt einfach beachten, wie Auflösung und so weiter. Und dieses abgehackte hier, die Waffe, die so ein bisschen bei der Hand gekrümmt ist, das könnte man mit einem anderen Bild beheben. Man müsste nochmal ein anderes Bild nehmen, da das Bild vielleicht ein bisschen kurz bearbeiten oder das ein bisschen eindeutiger machen im Bild, dass er das richtig übernimmt. Und dann ist die Sache eigentlich geritzt. Gut, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, der Inhalt hat dir gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos in meiner privaten Freizeit für euch. Ich habe keine Kooperations- oder Werbeverträge am Laufen. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit mit einer Spende unterstützt. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du ansonsten noch Probleme haben mit deiner EDV, mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit deinem Server, mit macOS, mit Linux, mit Windows, was auch immer, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweit remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Abo, ohne alles. Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.